Es ist später Nachmittag am 10. November 2023 und ich befinde mich auf der C41 kurz vor Opuwo. Vor mir liegt meine dritte Nacht im Dachzelt für diesen Urlaub, bevor ich morgen dem Herzen des Kaoko-Landes näher kommen werde. Herzlich willkommen in der Kaoko Mopane Lodge & Campsite. Ich werde jetzt zur Campsite Nummer 3 fahren. Schaut euch das an. Eben noch ein Sandsturm, jetzt zieht scheinbar ein Gewitter auf. Ich hoffe, mein Zelt ist dicht und ich beeile mich jetzt mal mit dem Aufbauen. Dann nehme ich eine schnelle Dusche und dann bekomme ich hier ein leckeres Abendessen. Du hast mich heute Morgen genervt, hä? Guten Morgen hier von der Kaoko Mopane Campsite in der Nähe von Opuwo. Heute ist Samstag, der 11. November. Und gestern, als ich angekommen bin, konnte ich euch hier gar nichts richtig zeigen. Ich hatte lauter leere Batterien, lauter leere Akkus und außerdem war es schon dunkel geworden und es hat gewittert. Deswegen zeige ich euch jetzt mal kurz hier diese Campsite. Ich habe hier die Campsite Nummer 3. Die Campsites sind sehr klein, aber bieten dafür alles, was man braucht. Ich schwenke mal rüber. So sieht eine leere Campsite aus. Es gibt hier vorne eine Feuerstelle. Dort in der Ecke gibt es einen Stromanschluss. Über Nacht hatte ich hier den Stecker für meinen Kühlschrank drin. Dort gibt es ein Waschbecken und einen Spiegel. Hier seht ihr schon die Dusche. Hier die Toilette. Und hier gibt es auch nochmal ein Waschbecken, eine Spüle und eine kleine Ablagefläche. Es gibt überall auch Licht. Ja, eigentlich, oder was heißt eigentlich, sehr schön hier und sehr günstig. Also diese Campsite kostet bloß 180 namibische Dollar für eine Übernachtung. Das sind zurzeit weniger als 10 Euro. Das hier, was hier überall so schön grün, naja, blüht nicht, aber die Bäume, die hier so grüne Blätter haben, das sind alles Mopane-Bäume, Mopane-Trees. Daher hat hier die Lodge & Campsite ihren Namen. Die Blätter wachsen zwillingsförmig am Stängel und man sagt Mopane nach, eine wirksame Heilpflanze zu sein. Ich befinde mich hier in Opuwo und werde nicht wie geplant diese Strecke hier nehmen, weil hier, wo ich den Blitz auf die Karte gemalt habe, befindet sich ein echt schwieriger Pass. Den habe ich letztes Jahr kennengelernt. Ich verlinke mal das Video, wenn ihr ein bisschen einen Eindruck bekommen wollt, wie das dort aussieht. Sondern ich werde hier unten über Kaoko Otavi die D3707 lang fahren. Jetzt verlasse ich Opuwo gerade auf der C43. Und werde dann auf die D3707 abbiegen, werde über Kaoko Otavi bis Orupembe fahren und dann ist es nicht mehr weit bis zur Marble Campsite bzw. dem House on the Hill. Meine heutige Strecke beträgt rund 220 Kilometer. In dieser Region plane ich dafür den ganzen Tag ein, dann wird es nicht stressig. Die Pisten können schnell schlechter und anspruchsvoller werden. Und für mich gehört das Fahren in Namibia mit zum Urlaub dazu. Also ich bin ja noch gar nicht lang unterwegs, aber es ist so schön hier. Es ist unglaublich. Ich habe in den Rückspiegel geschaut und dachte, wow, was für ein Panorama da hinter mir. Ich fahre hier gerade so ein bisschen relativ steil bergauf. Und ja, da musste ich einfach mal anhalten.
Das ist eine Wahnsinnsgegend hier. Spektakulär. Wahnsinn, es ist irre. Ich komme mir vor wie in einem riesigen Tal. Riesig, endlos weit. Rechts und links, vorne, hinten, umgeben von Bergen, von Hügeln. Und die D3707 selbst, eine ganz abwechslungsreiche Piste. Mal ist sie breit und gut befahrbar, dass du 60, 70 km/h fahren könntest. Mal ist es sehr felsig und du kannst nicht mal 20 fahren. Und mal fährst du plötzlich durch extreme Tiefsandpassagen, wo du aufpassen musst, dass du dich nicht festfährst. Und ja, spektakulär hier, ganz großartig, also eine ganz fantastische Strecke. Ab und zu mal ein, zwei Häuschen, man sieht mal einen Local hier, der einem zuwinkt. Eine Herde Ziegen, die über die Straße geht. Grandios, grandios, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn ich später im Etosha Nationalpark sein werde, wird es von Tieren der unterschiedlichsten Arten wimmeln. Hier im Kaokoland ist es für mich etwas Besonderes, wilde Tiere zu treffen. Das Panorama, das sie hier umgibt, lässt sie in einer ganz anderen Perspektive erscheinen, als es im zumeist trockenen und staubigen Etosha der Fall ist. Umso mehr genieße ich es, Namibias wildlebende Tiere außerhalb des berühmten Nationalparks zu beobachten, wie diese Strauße hier. Slow my heart down, I can't seem to process you in that sun.
or slow my heart down. Can't seem to process you in that white dress. It's so scary, 'cause you are out of my league. It's so obvious to everyone else. Kids keep staring because they just can't believe that you are even gonna give me a chance. It was so scary, 'cause you were out of my league. It was so obvious to everyone else. Now everybody's staring because they just can't believe that we are dancing our last first dance. Ich erreiche den Abzweig nach rechts, der nördlich in Richtung zur D3703 führt. Wäre ich der bisherigen Piste weiter gefolgt, wäre ich nach Urupembe gelangt, das ich nun sozusagen links liegen lasse. Meine ersten Springböcke, die ich filmen konnte. Aber selbst ohne Springböcke, schaut euch das mal an hier. Das ist so fantastisch. Ich gehe einmal rund um mein Auto, dann habt ihr aus allen Richtungen mal den Blick, wie ich ihn habe. Großartig hier, ganz fantastisch. Ochia Plains heißt diese Sektion. Ochia Plains. Großartig, endlos. So, jetzt stehe ich genauso, wie ich stehen wollte. Jetzt gucke ich nämlich schön auf dieses kleine
Trockenflussbett dort hinter mir. Hello, my friend. Herzlich willkommen auf der Marble Community Campsite. Und meine Campsite, die ich mir ausgesucht habe, ist die Nummer 3 und die zeige ich euch jetzt gerne. Jede Campsite hier in der Marble Community Campsite hat 1, 2, 3 Bäume. Die Campsites sind durch Pfosten abgetrennt. Es gibt hier keinen Strom, aber es gibt hier eine Spüle, fließend Wasser. Es gibt dort eine Feuerstelle. Hier gibt es noch eine Feuerstelle. Es gibt keine eigenen Toiletten oder Duschen pro Campsite, sondern es gibt hier ein Gebäude und in diesem Gebäude, da gibt es mehrere Toiletten und Duschen. Hier im Ablution Block gibt es auch noch ein Waschbecken. Es gibt Spiegel dazu und dann seht ihr hier, vielleicht seht ihr es jetzt, hält meine Kamera auf, eine Dusche, noch eine Dusche und hier hinter befinden sich die Toiletten. Wer nicht zelten möchte, kann es im House on the Hill versuchen, einer schönen, hochgelegenen Selbstversorgerunterkunft, die hier zur Campsite gehört. Herrlich hier, fantastisch. Jetzt ist, wie immer, als erstes das Zelt aufbauen angesagt. Das geht mit solch einem Zelt auf dem Campervan sehr einfach und schnell. Ach Leute, es ist fantastisch. Marble Community Campsite. Wenn man die, wie es ausschaut, ganz für sich alleine hat, ist es noch besser, als wenn es hier proppenvoll ist. Eine frische Dusche, neue Klamotten, restkaltes Wasser, nachher ein kaltes Bier, gleich ein bisschen Essen. So fantastisch. So fantastisch. Das ist einfach nur grandios. Herrlich. So, ich lasse es mir jetzt schmecken. Meine aufgewärmte Nudelpfanne von vorgestern habe ich die ganze Zeit im Kühlschrank gehabt, ist immer noch nicht ganz alle. Und guten Appetit. Mein Lagerfeuer habe ich auch angemacht. Dort brennt es. Mein Tag endet an der Glut meines Lagerfeuers, an der mich die Geräusche der Grillen bald in den Schlaf singen werden. Guten Morgen von der Marble Community Campsite. Heute ist Sonntag, der 12. November. Ja, hallo nochmal hier aus dem Landcruiser. Ich verlasse jetzt die Marble Campsite und seine kleine Community und werde jetzt Richtung Marienfluss oder beziehungsweise nicht nur Richtung, sondern zum Marienfluss fahren. Zunächst über den Roidrom-Pass bis hin zur Roidrom-Kreuzung und dann weiter zum Marienfluss, so wie ich das letztes Jahr auch gemacht habe. Allerdings höre ich dieses Jahr nicht am Beginn des Marienflusses auf, sondern fahre bis hoch zur angolanischen Grenze, bis zum Cunene River. Und dort erreiche ich dann eine Campsite, wahrscheinlich das Camp Synchro.
und habe vor, dort 2 Nächte zu bleiben. Viel Spaß auf dem Trip! Bei diesem Pass handelt es sich um den Roidrom-Pass. Er bietet euch eine Alternative zu dem berühmt-berüchtigten Vanseels-Pass, wenn ihr ins Marienflusstal möchtet. Überlegt ihr, den Roidrom-Pass eventuell einmal selbst fahren zu wollen? Ich werde an dieser Stelle ein Video verlinken, auf dem ihr die gesamte Sequenz sehen könnt. Das gibt euch den bestmöglichen Eindruck, ob ihr es euch zutrauen wollt oder nicht. So, den Roidrom-Pass habe ich zum 2. Mal gemeistert, fühlte sich von der Fahrt her eigentlich ganz gut an. Ist ja immer was anderes, wenn man eine Strecke schon kennt, als wenn man sie das erste Mal fährt. Jetzt hoffe ich nur noch, dass meine Reifen das auch gut überstanden haben und dann sollte das schon eigentlich die letzte schwere, steinige Passage gewesen sein für diesen Trip. Mal gucken, ob dem auch so ist. Ich habe lange überlegt, wie viel ich von den Clips meiner heutigen Fahrt durch das Kaokoland in mein Video einbaue. Sollte es nur ganz wenig sein und stattdessen ein Link auf meine Videos aus dem Jahr 2022? Ich habe mich dagegen entschieden, weil es einfach so schön ist hier. Die Fahrt durch diesen Teil Namibias, die Landschaft, die Weite, die Stille, all das habe ich allein beim Durchsehen meiner Videos in vollsten Zügen genossen. Und deshalb zeige ich auch euch all diese Impressionen, von denen ich selbst nicht genug bekommen kann. Viel Spaß auf dem Trip, viel Spaß auf der Strecke. Genießt es mit mir zusammen durch das wunderschöne Kaokoland zu fahren. Ich habe einen Stoneman gefunden. Den ersten in diesem Jahr. Und das Krasse ist, den habe ich letztes Jahr voll übersehen. Der lag hier mit Sicherheit auch schon. Und an einer tollen Stelle liegt er. Hier ist eine mega Aussicht. Da liegt er und ruht sich aus. Er hat die Nummer 30. Da kann man es sich hier schon mal gemütlich machen, ha? Ja, cool. Where are you guys from? Holland. I'm from Germany. Nice to meet you. Ah, grandiose Jungs, ein Konvoi aus Holland. Zumindest die letzten beiden, mit denen ich gesprochen habe, sagten, sie kamen aus Holland. Die ersten habe ich nicht gefragt. Very good. Have a safe trip. Okay, bye bye. Sie waren auch im Camp Synchro und sie haben es mir empfohlen. Sie haben gesagt, ein fantastischer Platz. Ja, jetzt freue ich mich aufs Camp Synchro umso mehr. Und eine Campsite, sagt er, kostet $150 pro Nacht.
So, liebe Leute, das, was ihr dort seht, worauf ich hinzufahre, das ist die Red Rum, Roydrom. Zum zweiten Mal bin ich hier.